Sie bringen Degen halt als nächstes dazu, dass er ein Interview im Fernsehen gibt. Wenn er dann über Food for Little spricht, kriegt das Gesundheitsamt von mir einen Tipp. Er würde sich vor laufender Kamera dazu äußern müssen, dass er diesen armen, kleinen, unschuldigen Babys beinahe den Tod gebracht hat. Auf deinen Untergang, Ansgar. Erst bringt ihr sie um. Mit euren Lügen, dann ist sie noch nicht einmal unter der Erde. Und ihr fallt übereinander her. Brandner, Sie verstehen das völlig falsch. Sarah und ich, wir sind hier, um für Jana zu beten. Ungestört wollten sie sein. Freie Bahn haben. Endlich. Das ist nicht fair. Dass gerade Sie von Fairness sprechen. Sie haben Jana alles bedeutet. Haben Sie das nicht gewusst, Leonhard? Haben Sie deshalb auf Ihren Gefühlen herumgetrampelt, bis Sie ihr endlich das Herz gebrochen hatten? Sie... Herr Brandner, Janas Tod hat uns genauso erschüttert wie Sie auch. Kein Wort glaube ich Ihnen. Diese Schuld werden Sie beide gemeinsam tragen. Bis an Ihr Lebensende. Sie bringen Degen halt als nächstes dazu, dass er ein Interview im Fernsehen gibt. Da soll er sein neues Produkt vorstellen. Und wenn er dann über Food for Little spricht, kriegt das Gesundheitsamt von mir einen Tipp. Und wenn das Timing stimmt, dann wird er sich vor laufender Kamera dazu äußern müssen, dass er diesen armen, kleinen, unschuldigen Babys beinahe den Tod gebracht hat. Ich liebe es, deinen Vater mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Ihr Plan funktioniert nicht. Kommen Sie doch rein. Adrian wird rausfinden, dass der Auftrag an Franco Kost hinter seinem Rücken rausgefaxt wurde. Er wird glauben, dass ich das Milchpulver bei der Firma bestellt habe, gegen die er sich explizit entschieden hat. Aha. Und jetzt? Dann zieht Adrian seinen Auftrag zurück. Das verdorbene Milchpulver gelangt nicht in den Babybrei. Ja, der Skandal findet nicht statt. Adrian ist nicht ruiniert. Alles war umsonst. Ich dachte schon, da kommen Sie niemals drauf. Wenn Sie bei allem so lange brauchen, sehe ich schwarz für Ihr Liebesleben. Aber meine Gehirnzellen arbeiten ein bisschen schneller. Hier, geben Sie das Adrian. Das wird ihn besänftigen. Und zur Not habe ich das perfekte Bauernopfer gefunden. Blond, blöd, blauäugig. Kitty! Ja, Chef? Was ist das? Eine Auftragsbestätigung der Firma Franco Kost. Was hatte Aber ich Ihnen zum Thema Franco Kost gesagt? dass der Auftrag nicht rausgeht. Und wie erklären Sie mir, dass er doch rausgegangen ist? Ich weiß... Dann können Sie auch ganze Sätze? Ich kann Ihnen beweisen, dass... So, hier sind alle Faxbestätigungen, die die Aufträge für die Babynahrung dokumentieren. Und Franco Kost ist dabei. Ist das möglich? Sie sind sowas von blond! Ich investiere zig Millionen, um ein anständiges Produkt auf den Markt zu bringen. Und Sie bestellen bei einem Lieferanten, der Billigware zu Ramschpreisen produziert. Chef, die Uhrzeit. Die Uhrzeit Ihrer Kündigung oder was? Das Fax wurde um 7 Uhr morgens rausgeschickt. Und Sie wissen ganz genau, dass ich um diese Uhrzeit nie im Büro bin. Ich drehe der Schlampe den Hals um. Ich weiß, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich habe eine neue Wohnung gefunden. So schnell? Ja, bei Charlie im Haus. Parterre mit Garten. Ideal für Sophia. Ja, und ihre Tante wäre auch in ihrer Nähe. Ich weiß nur noch nicht, wann sie frei wird. Ja, ist ja super. Glückwunsch. Christian Mann? Hi Christian, ich bin's. Coco, endlich. Es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde, aber hier ging alles drunter und drüber. Ich kann mir schon denken, warum du angerufen hast. Echt? Naja, natürlich weißt du von mir zum Abschied nur einen Brief zu schreiben. Aber ich war einfach so verwirrt, dass du plötzlich auf Olli stehst.
Hast du es ihm schon gesagt? Nein, Coco, ich habe auch nicht wegen dem Brief angerufen. Sondern? Coco, ich hasse es, dass ich jetzt nicht bei dir sein kann und das dir persönlich sagen kann, aber... Muss ich noch Miete nachzahlen? Damit sieht es nämlich ganz schlecht aus. Es geht um Jana. Sie ist tot. Coco? Ich möchte jetzt allein sein. Erst bringt ihr sie um mit euren Lügen, dann ist sie noch nicht einmal unter der Erde. Und ihr fallt übereinander her. Jana! Was, Jana? Willst du Gregor jetzt plötzlich doch verlassen? Nein, das willst du nicht. Weil du möchtest alles. Du möchtest Leonhard, du möchtest Gregor und das Baby. Dafür würdest du sogar über Leichen gehen. Ich musste das erst mal kapieren, denn du bedeutest mir immer noch sehr viel. Und das wird auch so bleiben. Egal, ob du auf Frauen oder Männer stehst. Ich wollte gucken, wie es Coco geht. Wie soll's dir schon gehen? Mann, sie hat gerade ihre beste Freundin verloren. Sie hat noch nicht mal Geld zur Beerdigung zu kommen. Echt blöd, dass Coco ausgerechnet jetzt weg ist. Ey, wenn wir alle zusammenlegen, das müsste doch bestimmt für einen Flug reichen. Vielleicht versöhnt der zwei auch wieder. Ach, jetzt hör auf! Ich habe keinen Bock, mit dir darüber zu reden. Okay, aber wir sollten uns wenigstens um Nachmittag kümmern. Hast du da schon eine Idee? Sag mal, checkst du es nicht? Ich habe überhaupt keinen Bock, mit dir darüber zu reden. Also, dackel mir nicht die ganze Zeit hinterher. Olli. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen alles Glück dieser Welt. Und dass du dir klar darüber wirst, was du empfindest. Ich bin mir sicher, dann kannst du auch dazu stehen. Denn was ich immer am meisten an dir geliebt habe, ist deine Ehrlichkeit. Leb wohl. Sie wollen mir also immer noch nicht verraten, wie Sie Degenhardt dazu gebracht haben, den Auftrag doch noch an Franco Kost zu geben? Glauben Sie mir, Graf Lahnstein, das wollen Sie gar nicht wissen. Und was wenn doch? Machen wir einfach da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Beim Feiern. Na schön, ist mir eigentlich auch relativ wurscht. Hauptsache die verseuchte Trockenmilch kommt in diese Babypampe. Und bevor Sie mir wieder die Laune verderben, nein, es wird keins dieser armen Kinderchen zu Schaden kommen. Degenhardts Präsentation im Fernsehen findet statt, bevor die verseuchten Kästchen in den Handel kommen. Und da zeitgleich beim Sender ein anonymer Hinweis eingeht, wird keins der verseuchten Kästchen über den Ladentisch wandern. Ich mach 3 Kreuze, wenn die Geschichte endlich vorbei ist. Aber der Moment, wenn Adrian am Boden liegt, wird mich endlich dafür entschädigen, dass er mich so abserviert hat. Tja, man soll eben nie die Wut einer enttäuschten Frau unterschätzen. Sie müssen es ja wissen. Auf Degenhardts Untergang. Oh. Wenn man vom Teufel spricht. Adrian, ich habe gerade an dich gedacht. Komm morgen früh in mein Büro. Warum? Was wollte er? Er will mit mir seinen bevorstehenden Triumph feiern. Tja, dann kommen Sie ja richtig in Champagnerlaune. Nutzen Sie es aus. Bei Degenhardt gibt's bald nur noch den billigen Fusel aus dem Karton. Janas Sachen aus dem Krankenhaus. Das hätte ich doch erledigen können. Ach so, Susanne hat Paul mittlerweile erreicht, nur Nico kriegt sie nicht an die Strippe. Ja, ich versuch's gleich nochmal. Und Lisa ist zurück aus München von ihrem Casting. Susanne hat sie zwar abgeholt, aber sie muss jetzt zur Nachtschicht. Lisa ist vollkommen fertig.
Ich glaube, es ist besser, wenn Ich kümmere mich darum. Danke. Ihr ging's auch gut. Ich verstehe das einfach nicht. Es ging so schnell. Sie hat nicht gelitten. Sie hatte so viele Pläne. Sie hat sich so drauf gefreut. Ups, da war viel Pech dabei. Nur der AB von Nico von Lahnstein. Gute Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Nico. Du bist noch wach. Ich kann verstehen, dass du letzte Nacht allein sein wolltest. Aber Sarah, ich sehe nicht dabei zu, wie du deinen ganzen Kummer allein mit dir ausmachst. Und deswegen wollte ich dir eigentlich eine Überraschung aufbauen. Damit du mal wieder lachst, wenn du morgen aufwachst. Es fehlen schon 2 Muffins. Ich musste die Krankenschwester bestechen. Die war ganz schön gierig. Ich will eigentlich nur für dich da sein. Ja, dann gehe ich mal wieder. Gregor. Du hast die ganze Nacht kein Auge zugetan, stimmt's? Wie soll ich denn schlafen, wenn ich dann ständig Jana vor mir sehe? Herrgott, warum konnte ich Sarah nicht einfach vergessen? Und vor allem, warum konnte ich Jana nicht die Liebe geben, die sie verdient hat? Liebe kann man nun mal nicht auf Knopfdruck einfach an- und ausschalten. Hör auf, dir die Schuld zu geben. Weißt du, was Jana gesagt hat, bevor sie starb? Sie hat gesagt, dass Sarah und ich zusammengehören. Dann hat sie euch verziehen. Jana hat euch vergeben. Wenn sie ihren Frieden gefunden hat, dann darfst du das auch. Das sieht Herr Brandner aber ganz anders. Er denkt, dass meine Gefühle für Sarah Jana ins Grab getrieben haben. Das ist Blödsinn. Herr Brandner, der sucht in seiner Trauer nach einem Schuldigen. Das darfst du nicht an dich ranlassen. Warum denn eigentlich nicht? Er hat doch recht. Gib dir nicht die Schuld, Leonard. Es war ein Unfall. Leonard. Oh Mann, bist du etwa immer noch sauer, weil ich Coco erzählt habe, dass ihr rumgeknutscht habt? Wir haben nicht rum. Ist doch sowieso egal. Christian steht auf Frauen und ich soll ihm nicht hinterherdackeln. Außerdem hat er gerade andere Probleme. Welche denn zum Beispiel? Wer jetzt seine Hemden bügelt? Du weißt noch gar nicht? Jana ist tot. Jana ist tot. Ja, sie ist nach dem Autounfall gestorben. Lungenembolie, sie hatte da wohl wegen einer alten Erkrankung sowieso schon ein schwaches Herz. Okay, das ist krass. Tja, dumm gelaufen. Dann wird ja Coco jetzt aus Goa zurückkommen. Und deine Chancen bei Christian werden drastisch verkleinert, hm? Sie kommt nicht zur Beerdigung, kein Geld für einen Flug. Ist doch super. Dann kannst du Christian trösten. Olivia, es gibt eine Eigenschaft, die nennt sich Mitgefühl. Wenn du sie dir aneignen würdest, hättest du vielleicht ein paar Freunde mehr. Es gibt da eine Eigenschaft, die heißt Selbstschutz.
Wenn du sie dir aneignen würdest, dann würdest du dich von Christian ablenken und müsstest deinen Frust nicht an deiner armen Cousine auslassen. 20 Quadratmeter, zentral gelegen, wenn du WG-tauglich bist, Nichtraucher, nicht schwuler, kompletter Schwachsinn. Fühlst du dich zu Männern hingezogen, obwohl du ein Mann bist? Hast du Gefühle, über die du mit niemandem reden kannst? Hier kannst du dich anonym mit anderen austauschen. Ich habe nur ein paar Unterlagen vergessen. Und ich habe nur eine Anzeige aufgegeben wegen deinem Zimmer. Mehr nicht. Wenn du wissen willst, wann ich ausziehe, das kann ich dir leider immer noch nicht sagen. Nein, bleib ruhig, solange du willst. Ich habe nur was vorformuliert hier. Man muss sich ja schon überlegen, wen man sich ins Zimmer holt, hä? Sonst gibt's nur Chaos. Was für ein Chaos? Ja, ich meine... Vergiss es, okay? Ja, bis dann. Oh Mann, so geht das nicht weiter. Du hast meinen Sohn entführt und jetzt ruinierst du dich mit deiner Babypampe. Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit. Fehlen doch nur ein paar Blümchen und Kerzen, hm? Tanja, vielleicht solltest du deine Götzenanbetung nicht hier in aller Öffentlichkeit aufführen. So mitten in der Stadt. Ist doch peinlich in deinem Alter. Spricht da der Neid? Soweit ich weiß, weißt du mal ganz scharf auf Food for Little. Weißt du, im Gegensatz zu manch anderem weiß ich, wann ich verloren habe. Willst du gerade ins Schneiders? Falls ja, gehe ich woanders essen. Ich komme gerade von dort, keine Sorge. Adrian wird durch die Babypampe im Geld schwimmen, aber profitieren werde ich davon. Was glaubst du, wer die Anwälte bezahlt, die mir Hannes zurückholen? Tanja, Kindesentführung, vorgetäuschter Selbstmord. Mein Anwalt wird dich in der Luft zerfetzen. Also, genieß die letzten Tage in Freiheit. Schach. Und Matt. Kannst du mir das erklären? Natürlich kann ich das. Du gibst hinter meinem Rücken eine Bestellung auf, die ich ausdrücklich abgelehnt habe. Und du leugnest es nicht einmal? Warum sollte ich es leugnen? Es war das Beste, was dir passieren konnte. Ich lasse die Produktion stoppen. Was auch immer dich bewogen hat, mir in den Rücken zu fallen. Es hat nicht funktioniert. Ein Produktionsstopp kostet dich Unmengen. Dabei ist deine Sorge unbegründet. Das von Franco Kost gelieferte Milchpulver ist einwandfrei. Hier, ich habe die Ware testen lassen. Ich weiß doch, wie viel dir gute Qualität bedeutet. Forschungslabor Sing und Franke. Da kenne ich den Geschäftsführer. Sie sind sehr gut. Absolut anerkannt. Also gut, meinetwegen. Wie wär's jetzt mit deiner Entschuldigung? Was verbirgst du vor mir? Ich wusste gar nicht, wie empfindlich du bist. Nur weil eine Frau einen besseren Riecher hat. Dir liegt für meinen Geschmack etwas zu viel daran, dass ich mit der Babypampe den großen Reibach mache. Nach allem, was zwischen uns war, macht das keinen Sinn. Also, wer oder was steckt dahinter? Mörderin. Nein! Mörderin. Du hast geträumt, beruhig dich. Ich hab sie umgebracht. Was? Wen, Jana? Das ist doch Quatsch. Du hast überhaupt keine Ahnung. Sarah, du hast geträumt. Du warst bei dem Unfall dabei. Du konntest nichts für sie tun. Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht allein. Nickname
Gast 84. Hi. Ich bin heute das erste Mal auf dieser Seite und eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich hier soll. Ein Bekannter hat mich vor kurzem geküsst. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch mit einer Frau zusammen. Einer tollen Frau. Ich habe sie geliebt. Aber dieser Kuss, bin ich jetzt schwul, weil ich den Kuss von einem Mann nicht vergessen kann? Nachricht von Halunke. Hey, Gast 84. Ein unpersönlicheres Kennwort ist dir nicht eingefallen, oder? Ja, ich habe einen Namen gesucht, der möglichst neutral klingt. Und du kannst den Kuss eines Mannes nicht vergessen? Vielleicht verabschiedest du dich ja erstmal von diesem schwul-hetero-schwarz-weiß-Denken. Möglicherweise hast du dich ja einfach in einen Menschen verliebt. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich fühle. Ich habe mir eingeredet, dass ich den Kuss total widerlich fand, aber immer wenn ich diesen Typen sehe, dann bin ich komplett durch den Wind. Hey, das hört sich so an, als hättest dich ziemlich erwischt. Quatsch mit 3 Ausrufezeichen. Ist klar. Ich bin nach Düsseldorf gekommen, weil ich dich vor Graf Lahnstein warnen wollte. Schon vergessen? Ganz bestimmt nicht. Aber für die Geschichte, die wir beide zusammen hatten, sind deine Samariter-Instinkte etwas überzogen. Du warst schon in Shanghai ein intrigantes Miststück. Was mir damals sehr gut gefallen hat. Aber jetzt? Ich spüre, wenn ich verarscht werde. Was willst du wirklich? Weißt du das noch immer nicht? Imponieren wollte ich dir. Unersetzlich für dich werden. Ich habe dich damals geliebt, Adrian. Und ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Die Schwester hat mir eine Beruhigungstablette für dich gegeben. Sarah, bitte, leg dich wieder hin. Wie kann ein Traum dich so erschüttern? Jana hat den Wagen gelenkt. Sie hat den Unfall verursacht, bei dem du dein Kind verloren hast. Sie hat sich in ihre Eifersucht reingesteigert und das, obwohl sie keinen Grund hatte, dir gegenüber misstrauisch zu sein. Doch. Den hatte sie. Das wird dir jetzt wehtun, Gregor. Das weiß ich. Ich habe mit Leonhard geschlafen.